Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und aus den höchsten Höhen, dem höchsten Bewusstsein, deinem höchsten Bewusstsein, deiner Herzenstiefe heraus diesen Moment zu zelebrieren. Wir eröffnen dir heute die höchste Perspektive zum Feld der Resonanz, zu deiner Wahl von Umgebung, zu dem, was in dein Leben tritt. Wir wissen, dass die meisten Menschen von euch darauf programmiert, darauf eingestellt sind, dass alles das, was sie in ihrem Leben haben wollen, durch sie erwirkt werden muss. Auf diese Weise begibt sich der Mensch in die Ursache-Wirkung, in das Erzeugen müssen, in etwas tun müssen, um etwas erreichen zu können. Aus dieser Frequenz heraus ist das die Wahrheit. Aus dieser Frequenz heraus muss getan werden, um Ergebnisse zu erzielen, um Ergebnisse zu erzeugen. Willst du also aus dem Bewusstsein von Ursache-Wirkung heraus Menschen in dein Leben ziehen, so musst du aktiv werden, musst etwas tun, musst das, was du in deinem Leben hast, anziehen. Wir wissen, dass es ein großer Fortschritt in der Menschheitsgeschichte ist, überhaupt zu begreifen, dass du mit der Veränderung deiner inneren Frequenz eine Veränderung im Außen bewirken kannst. Dieses Bewusstsein jedoch führt nach wie vor dazu, dass ein Ursache-Wirkungsprinzip angestrebt wird. Jener, der weiß, dass er manifestieren und in sein Leben rufen kann, indem er eine bestimmte Frequenz hat, bewirkt eine bestimmte Frequenz, um in sein Leben zu rufen. Wir sagen, dies kann sehr frustrierend sein, denn eine Frequenz zu bewirken, um etwas zu erreichen, ist keine freie Frequenz, ist eine Frequenz, die versucht wird zu zwingen. In jeder Frequenz, die versucht wird zu zwingen, zu erzwingen, befindet sich auch die Schwingung des Zwangs, die Schwingung des Erzwingens. Jener, der frei von Zwang sich um seine Frequenz, um sein Sein kümmert, ist frei. Er lebt das, was er nicht zu träumen wagt. Er lebt das, was sein Verstand nicht greifen kann, denn es geht über das hinaus, was er mit Ursache-Wirkung erreichen kann, mit Kontrolle, mit Verstandeskraft, mit Aktivitätseinsatz. Wir verneinen hier also nicht, dass das gezielte Verändern deiner Frequenz eine Wirkung in deinem Umfeld hat. Wir fügen jedoch hinzu, dass das gezielte Verändern deiner Frequenz, um etwas zu erreichen, einhergeht mit einem Hin- und Herschwanken, um nicht zu sagen einer Parallelität von Frequenzen. Du hast also zugleich eine Frequenz der höheren Schwingung, des höheren Bewusstseins, auf der du mit jenen schwingst, die dort angesiedelt sind, wie du zu gleichen Teilen, wenn nicht gar mehr, eine Frequenz hast, die Zwang, die Kontrolle, die Wollen in sich trägt. Und so fühlt sich einer jener, der in dein Feld kommt, nicht frei in dem, was er wahrnimmt. Mancher reagiert darauf mit Unbehagen, mancher reagiert darauf mit Rückzug, denn er fühlt, dass dort etwas ist, was er will, doch dort auch etwas ist, das ihm nicht angenehm ist. Mancher ignoriert
die Ebene des Zwangs. Mancher kommt damit gut zurecht, denn er kennt diese Ebene aus den Gesellschaftsschichten und lässt sich dennoch auf das ein, was du mitzugeben hast. Wir möchten dir hier, in diesem von dir eröffneten Moment, die Möglichkeit mitgeben, darüber hinauszugehen. Wir möchten dir dein Sein in seiner Reinheit, in deiner Reinheit als Erinnerung mitgeben. Eine Erinnerung, die dich befreit. Fühlst du in dich hinein, so fühlst du dein Sein, den Strom der Liebe, deine Selbstverständlichkeit, all das, was du längst bereits erreicht hast, nicht in einem zielmäßigen Erreichen, für das du einen Einsatz gebracht hast, um zu, nein. Ein Erreichen, das geschehen ist durch deine Selbstfürsorge, deine Liebe zur Existenz der menschlichen wie der göttlichen. Ein sich immer wieder für die Frequenz der Liebe, der Essenz entscheiden, ein immer wieder das Wohlwollen in allem sehen, ein immer wieder jede Ausprägung des Menschseins verstehen. Das ist dein Erreichen, das du niemals hättest erreichen können, wenn du es hättest erreichen wollen. Es hat dich erreicht, indem du erlaubt hast, indem du dich eingelassen hast auf das, was sich in deinem Herzen wohlig angefühlt hat, was dich geführt hat, indem du den Inspirationen deines Seins gefolgt bist, dich auf dich berufen hast, nicht auf all die Optionen im Außen, nicht auf all die Angebote und Forderungen, die dich ereilt haben. So bist du hier, in einem Moment des Seins, in dem unendlichen Moment des Seins, denn dieser Moment ist wie jeder Moment unendlich ewig und umfasst alles. In diesem Moment also darfst du ganz du selbst sein. Jeder Moment, in dem du selbst bist, jeder Moment, in dem du dir erlaubst, dich zu fühlen in deinem vollen Wert frei von einer Wertveränderung durch das, was du tust, die Rollen, die du spielst, das, wie du erscheinst. In jedem Moment, in dem du frei bist in deinem Sein, stärkst du dein Feld der Resonanz für eben jenes. Nicht weil du es stärken willst, nicht weil du deine Hausaufgaben machst, dieses Feld zu stärken, 1 Minute am Tag, 1 Stunde am Tag, 8 Stunden am Tag, nein, weil es für dich dein Frequenzzuhause ist. Aus diesem Sein in deinem Frequenzzuhause heraus löst du all die Zwänge, all die Begrenzungen, in die du hineingeboren bist, die du erlernt hast, denen du dich untergeordnet hast. Aus deiner Seinsfrequenz heraus löst sich jeder noch so hinterlistige Zwang. Das ist das Feld, in dem dir gegeben wird, das Feld, in dem du nicht mehr suchst, in dem du findest, vorfindest, in dem dir begegnet, in dem du gesegnet bist. Mit oh so vielen unerwarteten Begegnungen. Jene nun, die dir begegnen, sind nicht mehr einsortiert in eine Kategorie von potenzieller Geschäftspartner, potenzieller Kunde, nicht zu gebrauchen für mein Business.
Jener verbringt mit dir den Seinsmoment. Ganz gleich, ob es eine Begegnung ist, die nicht zuvor stattgefunden hat, oder eine Begegnung mit einem alten Bekannten. Jede Begegnung, die du hast, genießt deine Frequenz des Seins. Je mehr du aus deinem Sein heraus begegnen kannst, den Moment in seiner Entfaltung unendlich sein lassen kannst, Liebe fühlen kannst, Wollen loslassen kannst, desto mehr öffnet sich dein Feld für diese zufälligen Begegnungen, jene Begegnungen, die dir zufallen, die dir gegeben sind, jene Begegnungen, die über das hinausgehen, was du dir vorstellen kannst. Nun magst du bei den Begegnungen, die du bereits solcher Natur gehabt hast oder haben wirst, den Eindruck haben, dass nichts daraus entstanden ist, bei der einen der anderen Begegnung, dass es verlorene Liebesmüh war, denn obgleich der Moment ein schöner, ein erfüllender, ein wundervoller war, sich daraus nichts auf physisch sichtbarer Erfolgsebene entwickelt hat, daraus kein Kunde entstanden ist, keine Zusammenarbeit, kein Geldfluss. Wir sagen, der Geldfluss ist eine verdichtete Form von Energiefluss, eine verdichtete Form von Wertschätzung, eine verdichtete Form der Kommunikation. Die Wertung darin ist durch Empfänger und Sender gleichfalls gegeben. Der Geldfluss als verdichtete Form ist ebenso flüchtig wie ein Kompliment, wie ein wertschätzendes Wort, wie ein dankbarer Blick. Je mehr du den Fokus auf dem Wollen des Flusses des Geldes hast, je mehr du den Fokus auf dem Bezwingen hast, desto mehr engt sich ein, was geschehen kann. Hast du also den Fokus darauf, dass es ein irdisches Leben gibt, in dem Rechnungen bezahlt werden müssen, und ein überirdisches Leben, das auf Erden stattfinden kann, den Himmel auf Erden, desto mehr fühlst du auch, dass du in deinem Leben trennen musst zwischen Ernst und Freude, zwischen Geschäftlichem und Privatem, zwischen dem, was Geld einbringt, und dem, was dir Freude beschert. Löst du nun diesen eisernen Griff von der Vorstellung, wie du im Leben unterstützt bist, auf welche Weise, nämlich durch Geld und finanzielle Mittel, du überlebst und eine Lebensgrundlage hast, bekommst und vorfindest, löst du diesen eisernen Griff an diese Vorstellung der Lebensunterstützung, so öffnet sich dir ein Feld, in dem das Geld nur einen winzigen Teil ausmacht, in dem von dem Geld immer mehr als genug da ist, ohne dass du es zählen, berechnen, kalkulieren musst, ohne dass du jemals Sorgen zu haben brauchst, denn du weißt, selbst wenn alles Geld dir genommen werden würde,
Du bist unterstützt. Dein Leben endet nicht mit dem Fluss des Geldes. Dein Leben endet nicht mit irgendeiner Energieform, die nicht mehr zu dir kommt. Dein Leben ist in der vollen Lebensunterstützung auf so vielfältige Weise, dass selbst wenn das Geld von jetzt auf gleich seinen Wert verlöre, selbst wenn das Geld von jetzt auf gleich abgeschaffen würde, du in deiner vollen Lebensreichheit erstrahlst, denn du bist genährt vom göttlichen Selbst. Du bist genährt von deinem Sein, deiner Essenz, die du bist, die ständig in dich hineinströmt, dich am Leben erhält. Es ist nicht ein Nahrungsmittel. Es sind nicht die Nährstoffe zugeführt in physischer Form. Es ist nicht das Geld, mit der du die Miete bezahlen kannst und somit eine Wohnung hast, das dir ein Dach über dem Kopf gibt. Ebenso wenig wie irgendein festes Material dich am Leben hält und dir die Überlebensfähigkeit gibt, sind Geld oder Nahrungsmittel notwendig, um dir ein wundervolles Leben auf der Erde zu gewähren. Nun magst du sagen, es sind viele Menschen schon an Hungersnot und Kälte gestorben. Ein Dach über dem Kopf, etwas Warmes zum Sein und Nahrung zum Essen sind notwendig. Wir sagen ja. Dies ist an dem, wenn dies die von dir angenommene Realität ist. Sofern du für dich entschieden hast, dass du nur dann erleben und überleben kannst, wenn du genug Nahrung und genug Geld hast, so wird das dein Erleben sein, denn das Recht haben ist in einem verstandesgesteuerten Leben dem Neuerleben übergeordnet. Haftest du also daran an, dass all dein Einsatz, um zu überleben, um Geld zu bekommen, um Miete und Nahrung bezahlen zu können, dass all dein Einsatz notwendig war, so wirst du dies weiter erleben. Hältst du daran fest, dass deine Vergangenheit nicht hätte anders sein können und du gezwungen warst, dies und jenes zu tun, so wirst du auch weiter daran festhalten im Hier und Jetzt. Denn würdest du eine andere Annahme für dich jetzt, hier, zugrunde legen, eine andere Annahme probieren, erfahren, so würde deine Vergangenheitserfahrung schmerzen. Und so stellt der Mensch zuhauf das Reproduzieren der Vergangenheitserfahrung, den Zwang, aus dem heraus gehandelt wurde, immer wieder in sein Hier und Jetzt hinein. Kreiert und rekreiert die Zwänge ins Jetzt, hält daran fest, um seinen Lebensweg zu belegen, um Held seines Lebens zu sein, um sich nicht in seinem Lebensweg, seinen Entscheidungen seiner Vergangenheit in Frage zu stellen. Wir sagen, erlaube dir loszulassen, loszulösen, erlaube dir deine Vergangenheit sein zu lassen, eine Vergangenheit sein zu lassen von einem Menschen, den du gut kennst, den du verstehst, den du jedoch nicht bestätigen musst in seinen Annahmen. Erlaube dir,
deine Vergangenheit sein zu lassen, eine Vergangenheit sein zu lassen und damit sie liebevoll zu wissen, ohne sie zum Teil deines Lebens neu und immer wieder neu zu machen. Erlaube dir dein Neusein in diesem Moment, erlaube dir deine Frequenz, unabhängig von allem Gelaufenen, unabhängig von jeder gesellschaftlichen Vorgabe, unabhängig von jedem kollektiven Stand des Wissens, der Erkenntnis, der Bildung. Erlaube dir dein Freisein in deiner Frequenz. Was sich daraus ergibt, ist ein Leben in Vollkommenheit, denn du fühlst vollkommen zu sein und siehst die Vollkommenheit im anderen. Du bist nun frei, im anderen gleichwohl nicht den Zwang zu sehen, nicht die Begrenzung zu sehen, nicht das Einsortiertsein in die Strukturen, den Finanzapparat und die Vorstellungen von dies muss, um das zu erreichen. Du siehst nun auch im anderen sein Freisein, stärkst ihn damit in seiner Frequenz. In dem Moment, in dem du von deinem Gegenüber nicht mehr willst, in dem du dein Gegenüber nehmen kannst, wie es ist und siehst, wie vollkommen es ist, dein Gegenüber, löst sich etwas. Es löst sich auch im Gegenüber das Festhalten müssen an den Strukturen, an den Gedanken, Verstandeskonstrukten. Es löst sich. Wir sagen nicht, es löst sich auf, wir sagen, es löst sich. Es wird in deiner Gegenwart nicht verfestigt, um sich zu verteidigen. Es fühlt sich bei dir wohl, gut aufgehoben. In den Sphären, in denen du unterwegs bist, frei vom Geld verdienen müssen, da du weißt, dass das, was dir das Leben gibt, kein Verdienen ist, kein Dienen, durch das du das Leben verdienst, kein Einsatz, durch den du auf der Erde sein darfst. In dem Moment, in dem du weißt, dass du mit deinem Ja zum irdischen Leben hier bist, bereits deine Daseinsberechtigung in voller Höhe, in vollem Ausmaß zur Verfügung hast. In dem Moment suchst du nicht mehr nach Geld, nach Wohlstand, nach Reichtum, nach diesem oder jenem, was du meinst nicht haben zu können. Du fühlst, dass alles, was dir beschieden sein soll, beschieden ist, dass alles, was dir beschieden ist, beschieden sein soll. Und somit bist du im Empfangen, im ständigen Empfangen. Jener, der zu dir kommt und um Rat bittet, ist für dich das Empfangen von einem wunderschönen Erleben. Du nimmst dich nicht mehr wahr als jener, der an dieser Stelle am Geben ist und jener, der an dieser Stelle am Empfangen ist. Du nimmst wahr, dass du im Geben empfängst, im Empfangen gibst. Du nimmst wahr, dass es keinen Unterschied gibt. Denn alles ist Teil der Harmonie, alles ist Ausdruck deiner Vollkommenheit. Aus diesem Seinszustand heraus öffnet sich dir eine ungeahnte Freiheit. Denn nun gibt es nicht mehr anhand der Zahlen zu entscheiden, anhand der Einsatzbereitschaft deines Gegenüber zu filtern, ob oder ob nicht
du mit jenem zusammenwirkst, ob oder ob nicht du jenem eine Anwendung gibst, deine Dienstleistungen oder Produkte zur Verfügung stellst, ob oder ob nicht du jenen bei dir übernachten lässt oder einen Spaziergang mit dir anbietest, ob oder ob nicht du dich auf ein Telefonat oder einen zeitlichen Rahmen mit dieser Person einlässt. Du bist gelöst von all dem Denken und Abwägen, gelöst hinein ins Fühlen. Und du kannst deinem Fühlen folgen, kannst spüren, ob in dir eine Freude ist. Es mag eine aufgeregte, aufregende Freude sein, die mit einem Kribbeln verbunden ist, dem jedoch die Freude zugrunde liegt. Oder ob er eine Angst, ob eine Verdichtung, ob ein Gefühl von dies ist nicht stimmig in dir fühlbar ist. Fühlst du eine Enge, eine Angst, so darfst du dich wieder ganz in dir entfalten, denn der Vorgeschmack allein hat dich eng werden lassen. Du darfst dich daran erinnern, dass du nicht eng bist, dass du gewählt hast, dich eng zu machen, um dieses andere nicht an dich heranzulassen, da du dich bedroht fühlst. Du darfst dich daran erinnern, dass du nicht bedroht bist, darfst dich wieder in dir weit machen, darfst die Enge wieder lösen und darfst zugleich doch auch für dich entscheiden, hier ein Nein zu geben, dich darauf nicht einzulassen. Es mag ein noch so vielversprechender Kunde sein, eine noch so vielversprechende Begegnung. Du darfst hier Nein sagen. Fühlst du hingegen eine Freude im Herzen oder ein Aufgeregtsein, welches das Kribbeln ist, das Neusein verspricht? So darfst du dich einlassen, ganz und gar einlassen, dein Gegenüber als das zu sehen, was es ist, Vollkommenheit in Form. Darfst frei von Wertung dich auf das einlassen, was geschehen will, frei von Preis, frei von Erwartung eines Ergebnisses, frei von Gewinn und Verlust. Du darfst dich darauf einlassen. Du darfst dich auf diesen Menschen einlassen. Was für dich an dieser Stelle geschieht, ist, dass die Grenze zwischen Geschäft und Privat, zwischen Geschäftspartner und Freundschaft aufgelöst wird. Du begegnest dem Menschen immer auf der menschlichen Ebene, nicht mit einer Maske in der Geschäftswelt, nicht in einem Verhandlungsgespräch. Jedes Verhandlungsgespräch ist für dich ein dein Gegenüber in seiner Vollkommenheit erleben, während du es beobachtest in seiner menschlichen Wahl. Du hast also nur, ausschließlich und immer Begegnungen im Sein. Du selbst in deinem Sein, dein Gegenüber in seinem Sein, spielend durch die Form hindurch. Doch du verwechselst dein Gegenüber nicht mit der Form, du triffst dich nicht auf Formebene, du selbst begegnest der Essenz, begegnest der Essenz in der Form. Dies befreit dich unendlich. Dies erlaubt dir, alles rein Geschäftliche nicht zu beachten, ein Nein zu geben
wenn du fühlst, dass diese Ebene nicht gegeben ist. Erlaub dir zugleich, dich auf Menschen einzulassen, deren Form dich nicht anspricht, da du durch die Form hindurch in ihre Essenz schaust. Was geschieht, ist, dass dein Image, das, was dir selbst wichtig ist, auf diese oder jene Weise gesehen zu werden, sich auflöst. Du löst dich als feste Form auf, denn du kannst mal so, mal anders erscheinen, ohne dass du Schaden nimmst. Indem du diese feste Form, das Image auflöst, brauchst du nicht mehr um dein Image zu fürchten. Kannst du dich mit jedem Menschen umgeben, abgeben, brauchst du nicht zu fürchten, dass dieser oder jener Mensch Rückschlüsse auf dich zulässt, die unvorteilhaft sind. Du kannst dich auf jeden und alles einlassen, denn dein Image ist ein ständiger Wandel von Formen, der für jeden genauso greifbar ist wie die Luft. Dein Image ist aufgelöst. Dies braucht Übung, braucht Vertrauen, braucht ein tiefes Ja aus deinem Inneren heraus zu deiner Vollkommenheit sowie der Vollkommenheit jedes Einzelnen. Indem du dich löst von dem Gedanken zu müssen, Geld verdienen zu müssen, hochkarätige Partner finden zu müssen für dein Geschäft, für dein Wirken, für dein Tun, dein Handeln. Indem du dich löst zu müssen, eröffnet sich dir die Zufälligkeit des Universums, fällt dir zu, ohne dass du weißt, was dir zufallen soll. Du bist geführt. Es eröffnet sich dir immer und immer wieder neu, und je mehr du erlaubst, mehr. Die Wunderwelt des Himmels auf Erden. Wir regen dich also an, aus dem Gefühl zu müssen und damit der Müssen-Motivation für dein Tun und Handeln in das Gefühl des Beschenktseins, des vollkommen Unterstütztseins, des für dich vollkommen Gesorgtseins zu erlauben. Bist du in diesem Erlauben, so gibt es für dich nichts, was du tun musst, um zu. Und so öffnet sich dir das Feld des Fließenlassens, der Herzensinspiration. So magst du dich statt in Marketing-Telefonaten im Malen eines wunderschönen Bildes finden. Du magst dich statt in Gesprächen mit fremden Menschen, die eine Berufsgruppe haben, die du denkst ansprechen zu können,
in stiller Meditation befinden. Du magst eine Wanderung machen an einer Stelle, wo du denkst, du müsstest auf eine Geschäftsveranstaltung gehen. Du magst offenen Herzens und mit einem Lächeln der Menschheit begegnen, jedem Menschen begegnen, sein Sein erkennen, frei von jedem Filter, der diesen Menschen einsortiert in einen, der deine Hilfe gebrauchen kann, gebrauchen sollte, von deiner Hilfe Gebrauch machen sollte oder nicht. Wir wissen, dass dies ein Leben ist, das weit, weit über dem Standard der heutigen gesellschaftlichen Selbstverständnis, Vereinbarung liegt. Zugleich wissen wir, dass diese Frage in dir nicht aufgetaucht wäre, die Frage nach dem Versorgtsein auf allen Ebenen und dem, was du dafür tun musst. Wir wissen, dass diese Frage in dir nicht aufgetaucht wäre, wenn du nicht bereit wärst. Bereit, über die Kategorien hinauszugehen, über die Eingrenzung deines Berufs hinauszugehen, über die Eingrenzung der Wege, wie Geld zu dir fließen kann. Wir wissen, dass du bereit bist, dich zu öffnen für das vollkommene Unterstütztsein, dich zu öffnen für das Wahrnehmen, das Fühlen, das Dankbarsein der und für die göttliche Daseinsberechtigung deiner selbst hier auf der Erde, des Unterstütztseins hier auf der Erde. Wir wissen, dass du bereit bist zu fühlen, wie sehr du göttlich gewollt und somit göttlich unterstützt bist in jedem Moment, durch jede Phase, jeden Augenblick des Lebens hindurch. Wir wissen, dass du fühlen kannst, dass es nichts zu tun gibt, dass es gibt nichts zu tun, in der Annahme dieser Realität weit furchteinflößender und somit Mut erforderlicher ist, als jedes Konzept, von wie du für dich sorgen kannst und sorgen musst. Du bist bereit zu erkennen, dass es auf der Erde für dich nichts zu tun gilt und du somit frei bist, genau das durch dich durchfließen zu lassen an Tun und Sein, an Ausdruck und Form, wie an Formlosigkeit und Fühlen, was in genau jedem Moment dich erfüllt. Dein Weg dorthin hat dir alles mitgegeben, was du brauchst. Denn du weißt, wie es sich anfühlt, dem Herzen zu folgen, weißt, was Intuition und Inspiration in dir und aus dir heraus bedeutet, nicht von außen, nicht vorgegeben, nicht übergeholfen. Du weißt, was dich in deinem Sein unterstützt, kennst die Dinge, die du liebst und die dich in die Liebe bringen. Und so bist du gut aufgestellt, um in diesem Sein, in dem es nichts zu tun gilt und doch alles getan werden kann, zurechtzukommen, zu sein, zu erlauben und zu leben.
Du bist bereit, in dieser deiner vollkommenen Freiheit, menschlich wie göttlich, zu leben. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir lieben. Wir sind, was du bist, was wir sind und damit sind wir. Für jetzt, für hier, vollkommen.